Kennst du schon diese 7 Tricks, wie der Karottenkuchen jedes Mal gelingt und schön saftig bleibt? Bleib dran und ich verrate sie dir. Zuerst einmal schälen wir 2 Karotten. Das Rezept ist für eine kleine Kastenform, du kannst aber auch den Teig verdoppeln und in einer größeren Kuchenform backen. Die Karotten schälen wir und entfernen ein Ende. Am anderen Ende halten wir die Karotte fest beim Reiben. Die Karotten reiben wir nicht zu groß, denn der Kuchen braucht nur ca. 40 Minuten im Ofen und das ist viel zu kurz, um größere Karottenraspeln zu garen. Ich reibe 2 Karotten und habe am Ende ca. 150 Gramm Karottenraspeln. Übrigens, wenn du die Karotten auf der Vierkantreibe zu groß reibst, zerhacke sie am besten am Ende noch etwas mit einem großen Messer. Die Karottenraspeln stelle ich beiseite und dann gebe ich 2 Eier in eine Schüssel und führe diese mit Zucker. Ich verwende eine Mischung aus 80 Gramm weißen und 40 Gramm braunen Zucker. Der braune Zucker verleiht dem Carrot Cake einen karamellartigen Geschmack, der gut zu den Gewürzen und Karotten passt. Zur Not kannst du auch einfach 120 Gramm weißen Zucker nehmen. Alles gut vermischen und dann kommt 100 ml geschmacksneutrales Öl hinzu. Der zweite Fehler ist es, den Karottenkuchen nicht gut genug zu würzen, denn der Karottenkuchen ist eigentlich ein Gewürzkuchen. Daher geben wir eine ordentliche Menge Zimt, etwa einen halben Teelöffel dazu, eine Prise Salz und eine ordentliche Prise Muskatnuss. Ich finde ja etwas Orangenabrieb passt auch sehr gut dazu, aber das ist natürlich optional. Nun verrühre ich das Ganze kurz. Und dann kommen auch schon meine Karottenstückchen hinzu. Nun kommen wir auch zu meinem dritten Tipp. Wer Walnüsse verwendet, sollte diese am besten vorher in einer Pfanne ohne Öl rösten. Das Rösten der Nüsse verleiht ihnen einen noch intensiveren und tieferen Geschmack. Der extra Aufwand lohnt sich auf jeden Fall. Die gerösteten Walnüsse gebe ich dann in eine Plastiktüte und rolle mit einem Nudelholz über die Tüte, um sie zu zerkleinern. Zur Not etwas mit dem Nudelholz darauf klopfen. Die Nüsse und Karotten gebe ich dann zum Teig und verrühre kurz. Mehl und Backpulver gehören natürlich auch in den Kuchen. Mein vierter Tipp: 130 Gramm Mehl und 1 Teelöffel Backpulver vermischen wir vorher gut miteinander. Am besten sieben oder mit einem Schneebesen verrühren. Dies sorgt dafür, dass der Teig gleichmäßig aufgeht. Also beides gut vermischen, bevor du dann die Mehl-Backpulvermischung zur Karottenmischung gibst. Mein fünfter Tipp ist es, die Zutaten nur so lange zu vermischen wie nötig. Denn wenn du zu lange rührst, wird der Kuchen etwas zu fest. Also nur so lange die Nüsse und Karotten untermischen, bis ein etwa gleichmäßiger Teig entsteht. Jetzt noch einen halben Teelöffel Vanillearoma dazugeben und, wenn natürlich mag, Orangenabrieb. Alles gut verrühren und dann kommt der Teig auch schon in eine Kuchenform. Diese lege ich zuvor mit einem Streifen Backpapier aus. Die Seiten lasse ich etwas lang, damit der Kuchen später einfach herauszuheben ist. Mein Trick ist es, die überhängenden Seiten mit etwas Teigmasse festzukleben. Dazu einfach einen Klecks vom Teig auf die Kuchenform geben und dann das Backpapier daran drücken. So bleibt das Papier an Ort und Stelle und fällt nicht in sich zusammen, wenn wir den Teig hinzugeben. Jetzt die Teigmasse hinzugeben und dann kann der Teig auch schon im vorgeheizten Ofen bei Umluft bei 180 Grad etwa 40 Minuten backen. Die Zeit nutzen wir dann, um unser Frosting zuzubereiten. Dazu nehmen wir 150 Gramm Frischkäse. Ich benutze hier die 0,2% Variante, damit der Kuchen nicht zu deftig wird. Aber ihr könnt natürlich auch die Vollfett-Variante nehmen. Diese vermische ich dann mit 40 Gramm Puderzucker klumpenfrei und stelle ihn so lange beiseite. Nach 40 Minuten Backzeit machen wir die Holzstäbchenprobe und stecken ein Holzstäbchen in die Mitte des Teiges. Klebt noch etwas Teig dran, dann noch einige Minuten weiter backen. Aber in der Regel sollte es nur 40 Minuten dauern. Wenn du die Kuchenmasse doppelt zubereitest, nach 45 Minuten prüfen. Nun ist es wichtig, den Kuchen komplett auskühlen zu lassen. Das dauert ca. 30 Minuten. Vermeide es, dein Frosting über den warmen Kuchen zu geben, denn dann wird das Frosting eher flüssig und behält nicht seine Form. Mit einem Teigschaber gebe ich dann mein Frosting großzügig auf den ausgekühlten Kuchen und verteile etwas gehackte Walnüsse darauf. Ich finde ja, gehackte Pistazien sehen auch toll auf dem Möhrenkuchen aus, da sie etwas mehr Farbe geben. Vor dem Anschneiden etwas warten, damit das Frosting etwas nachhärtet. Und schon ist der Kuchen fertig, schnell zubereitet und wirklich einfach zu machen. Nennt ihr den Kuchen eigentlich Karottenkuchen, Möhrenkuchen, Carrot Cake oder sogar Rüblikuchen? Ich finde ja, der Kuchen ist perfekt zu Ostern, aber auch zu allen anderen Anlässen. Wozu würdest du ihn servieren? Kommentiert unten und abonniert meinen Kanal, falls ihr mehr an einfache Rezepte interessiert seid. Viel Spaß beim Nachmachen und bis bald!